Guten Morgen, Leute, wie geht's euch? Wir sind wieder einmal hier live mit dabei. Okay, weiter. Geht schnell, wir sind richtig zackig heute, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Dana Star, Spezialgast, ihr wisst Bescheid. Hier gibt's wieder mal die Analysen vom gewissen Superproduzenten der Welt. Wer ist es? Sag meinen Namen. Rahim! Danke! Ich war so euphorisch. Oh mein Gott, du bist es! Ich bin es. Leute, wir kommen heute, es ist auch gerade in Trends, es ist ein neuer Release rausgekommen. Ja, wir sind K-Pop, ihr wisst es, ihr seht es im Titel, Twice. Breakthrough, unglaublich. Es ist ja, hier kommen so viele Releases von dieser ganzen K-Pop-Welt. Wir kommen gar nicht hinterher. Viele kommen jetzt aber auch langsam immer mehr in die Trends, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Ja, das muss ich aber sagen, finde ich geil. Ja, finde ich auch geil, aber es überrascht mich so, dass jetzt plötzlich mehr und mehr wird. Damit Leute das auch mitbekommen, was musiktechnisch da abgeht und abgehen kann. Warte mal, ich drehe die ganze Zeit deine Kopfhörer lauter. Ich meine mal, Leute, mal so. Und wir müssen ja auch noch 80s machen, ne? Mit Illusion und Wave. Beide? Mhm. Geil. Es kamen ja beide. Wir hatten ja eigentlich schon die Trailer. Ich habe ja noch gesagt, was ist, wenn die am Ende doch mal... Das war schon so geplant, das war nur so Pseudo, ja, wir lassen euch entscheiden, aber wir hauen am Ende sowieso beide Videos raus. Ich glaube, die haben auch schon mal, vielleicht war das ja auch so ein, aber es sind auch beide starke Songs. Das war ja voll knapp, Songs. als wir geguckt haben. Ja, deswegen. Es war ja 49, 51 oder so. Eben, deswegen war es fast schon zu erwarten. Na gut, das kommt auf jeden Fall auch noch, da ein bisschen Geduld noch, aber, oh Gott, ich krieg wieder alles falsch hier. Weil es gerade aktuell noch in den Trends ist, nehmen wir es nochmal mit. Hier, Twice auf jeden Fall mit Breakthrough. Auch, ich bin gespannt. Steht gar nichts auf Koreanisch im Titel. Nee, okay. Ich bin gespannt. Was hatten wir von denen? Yes or Yes hast du gemacht und Fancy. Fancy. Die waren beide aber stark. Fancy. Ich erinnere mich noch. Na, hören wir mal rein. Los. Oh, das fängt schon so stark an. Ey, allein dieser Sound am Anfang, wie der schon klingt vom Sounddesign her. Das ist nur dieser Sound. Ja, das ist nur der Synthesizer. Das ist nur dieser Sound, der ist schon so packend, das ist so krass. Krass, das ist so geil. Weißt du, ob ich bei Twice oft stoppen musste? Hatten die da claimtechnisch irgendwas? Weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr. Schon zu viele Videos her, warte, sorry. Ich guck mal, welches Entertainment das gerade ist. Moment, Leute, das will ich noch checken. Damit ich nicht so oft stoppen muss. Das nervt mich ja selber immer. Ich mag das nicht. Achso, das ist auf dem Kanal von denen selber. Ja, aber das heißt ja nichts. Es kommt ja trotzdem. Aber ist nicht Warner da? Ja, Warner. Die claimen ganz viel. Okay, wir. Vorsicht ist geboten. Hä? Untertitel? Nee. Nee, sind keine. Okay. Ich kann nichts hören, wenn du in mein Ohr flüsterst, während ich die Kopfhörer aufhabe. Die sind dicht und geschlossen. Vor allem, wenn du flüsterst, höre ich umso weniger. Und dann noch Musik. Hätte ja sein können. Sehr geil bis hierhin, auch mit den Snaps und so. Also, Snaps, Schnipser. Und bevor wir in die Hook kommen. Es war voll gut. Mega gut bis hierhin. Auch der Pre-Chorus hier. Das sind aber auch die Akkordfolgen, die hier benutzt wurden. Die sind einfach nochmal, die mischen das so ein bisschen auf, dass wir hier harmonisch tatsächlich auch etwas haben, was das Ganze von diesem Einheitsbrei, von dem Pop-Einheitsbrei, von dem Mainstream-Einheitsbrei so ein bisschen rausholt. Hat man gerade hier in dem Pre-Chorus schön rausgehört. Auch mit dem Chor im Hintergrund. Genau, dieser Akkord nämlich, der holt das Ganze raus. Achte mal drauf, einfach so vom Gefühl her, jetzt wenn du das so harmonisch für dich aufnimmst, wann du das Gefühl hast, dass da irgendwas besonders ist, dass du denkst so, hä? Oder ha? Oder oh? Irgendwie sowas. Hier, vor allen Dingen, oder? Ich finde schon mit dem Vorher mit diesen
Grundchor, weil es so irgendwie passt aber irgendwie klingt es auch so leicht disharmonisch, sagt man das? Ja. Ja. Aber irgendwie passt es. Weil es so weit oben ist. Oh, die Kamerafahrten sind mega geil. Auch die Wechsel, ne, die Schnitte. Ja. Da sieht man, wie perfekt die Choreografie sitzt, weil zwischendrin immer wieder Schnitte drin sind, während die hier die Tanzbewegung machen. Aber jedes Mal sitzt das so perfekt im nächsten Schnitt drin, weil die ihre Bewegung so krass machen. Die sind irgendwie sexy und trotzdem stylisch auch angezogen. Ne? Also so. Ja, Schnitt, ne, Schnitt. Ah ja, an sie kann ich mich erinnern. Das war Strawberry Blonde. Das war unsere. Sie hatte Strawberry Blonde, ne? Jetzt ist sie. Das war unsere. Chanyeol. War sie das? Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das war ja hier unser Bias in der Truppe. Die war so Ja, genau, sie war das. Folgendes, ja, ist krass. Ich finde die Hook auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Geht einiges auch wieder los, ist auch in 2 Parts wieder aufgeteilt. Ne? Die Hook, dann gibt es immer so diesen ersten Part und dann wieder diesen Dance-Part am Ende. Ja, ich analysiere den, glaube ich, aber erst beim zweiten Mal. Dann jetzt. So, Rap-Part, weiter. Wo waren wir? Hä? Ich habe mich verklickt. Hier. Nee. Da. Hier. Ja. Everybody break through. My ear to kinuki growing up. Hold on now, got a future link through my heartbeat. 가 hitting sound. Moving on. You want to fighting kokoro de. Tsuyosa o get. Das ist halt auch geil. Also hier merkt man halt auch, wenn man zweistimmig arbeitet, kann das natürlich unisono sein, also in derselben Tonlage, aber man kann dann eben das Stereofeld ausnutzen und da dann auch die Stimmen positionieren, so wie sie es hier eben gemacht haben. Ne, man hört die eine ein bisschen weiter rechts, die andere ein bisschen weiter links. Aber sogar auch durchgehend tatsächlich hört man die Doppelung. Ne, das ist nicht nur eine Stimme aufgenommen, sondern auf jeden Fall 3 Minimum, die dann eben auch einmal in der Mitte und dann rechts, links. Dieser Beat oder der Rhythmus da drin ist auch richtig geil. Ja, es ist sowieso insgesamt sehr, sehr groovy. Da wollte ich noch drauf zukommen, dass es wirklich so ein ja. Voll schon direkt am Anfang, obwohl es nur so ein Instrument war und der Anfang war direkt so, Pre-Chorus schon, ja. Das ist halt auch mal eine Art, einen Drop zu machen. Also hier ist jetzt klassisch auch ein Riser wieder drin, also ein sehr spezieller im Sound. Diese genau, und dann macht es so ein aber es macht so ja, also er zieht noch was nach. Und dann also so ein kleiner Drum-Fill-In. Und nicht so ein Drop, wo alles rausgezogen wird und dann komplett still ist, sondern die haben hier wirklich das eigentlich ziemlich durchlaufen lassen von den Instrumenten. Das fehlt nicht mal. Bei manchen Songs denkt man sich oft so, wenn hier jetzt so ein wirklicher Drop wäre, wäre die Hook noch fetter, aber mir fehlt es hier jetzt nicht mal unbedingt. Nö, mir auch nicht. Das muss ja auch nicht immer sein, muss man dazu auch einmal mal klar sagen.
weil sobald ein Drop da halt drin ist, wo komplett alles rausgezogen ist, hat das halt auch immer so, geht man halt genretechnisch auch fast immer wirklich in so einen Dance-EDM-Bereich. Und hier muss ich sagen, sind die ja schon mehr in so einem Groove-poppigen Ding. Es ist gar nicht so EDM-lastig. Was guckst du? Was die Arme haben? Ja. Und? Ja, interessant. Red ruhig weiter erstmal. Achso, ich wollte das. Was ist? Da ist doch irgendwas verstellt. Ach so, hier, das ist verstellt. So. Ja, wolltest du irgendwas zu den Kleinen sagen? Nee. Doch. Nee, ich fand es so interessant, was die ganz rechts anhat. Dana ist sehr gut mit rechts und links. Ich glaube, sie hat wie so Handschuhe an, sieht es aus. Oder zumindest das Oberteil oder ist vielleicht sogar ein Anzug. Ist ja wie bei so einem Blazer oder Sakko. Weißt du? Aber nicht mit den Schultern, sondern offen und nur mit so feinen Trägern. Und darunter hat sie dann so eine Bluse mit... Sieht man das vorher? Nee, nicht so. Ja, sind Handschuhe. Nee, das gehört, glaube ich, dazu. Ja. Ja, nee, das sieht schon zusammengenäht aus, ja. Hier oben auch schon. Ja, genau, hier. Hier, ja. Das sieht schon zusammengenäht aus, ja, würde ich auch sagen. Krass, sieht voll interessant aus. Ja, weil es komplett über die Schulter auch noch geht, ne? Mit diesem halbtransparenten Stoff, oder? Ja. Na, nicht schlecht, Herr Specht. Siehst du? Hast du hier richtig so ein... Was ist das? Wie nennt man das? Gibt es einen Namen dafür? Ja, gibt's, ich weiß ihn nicht. Es gibt so 100 Ärmelnamen. Ja, genau. Achso, ich muss mehr auf die Hook jetzt eingehen in der Analyse. Hier auch... Sind da Bläser? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, sie wird langsam demnächst. Das war eigentlich... so ein Anstoß von dir und dann fängt mein Kopf an zu denken. Ich habe ja noch gar weil nicht du wolltest was sagen und ich habe überlegt, ich wollte sogar Bläser sagen. Ich wollte genau Bläser sagen gerade. Ja, das war eigentlich auch mein Plan, dass ich hier irgendwie dir das Ganze halt hier beibringe und sie dann den nächsten Kanal selber übernimmt. Der heißt dann zwar immer noch Rahima, aber Dana sitzt dann die ganze Zeit hier. Ich setze mir einfach die orangene Cap auf. Vielleicht nicht auch mal hier so. Ja, ich mal ein bisschen. Oder ich rasiere mich einfach, mache dann so ein paar Folgen rasiert und dann fällt es nicht mehr auf. Sehr geil. Genau, ich wollte sagen, dass hier nicht von Anfang an, aber auch was Interessantes. Worauf gehe ich immer? Also genau, bleiben wir bei den Bläsern erstmal. Genau, ab hier, also das ist dann der zweite Takt. Ne, warte mal, müssen wir durchziehen. Ja, auf jeden Fall eben erst ab hier in der Hook kommen die Bläser dann rein. Und die spielen dong, 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 dong. Also die spielen erst On-Beat und dann so eine kleine Überleitung. Ja, und dann spielen die nämlich Offbeat rein. Deswegen kommt nämlich so ein Groove. Das geht dong, 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 da, 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 dong, 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 so ungefähr. Also wenn wir den Schlag dann haben, dann spielen die nicht auf den Schlag, sondern dazwischen. Das ist Offbeat. Und so kommt dann nochmal ein sehr guter Groove-Faktor hinzu, dass wir dann echt so, geil. Was ist das denn Funkiges? Das ist echt cool. Sind zwar so Bläser, die schon so ein Epicness-Sound drin haben, aber nicht zu sehr. Also man könnte die auch noch fast so einem organischer Band oder so einer Big Band zuordnen. Da ist es klassisch, dass man eine kleine Bläsersektion zumindest hat von 4 Personen meistens. Klingt hier schon fetter, einfach dadurch, dass sie unten in den unteren Frequenzen nochmal 4 mehr haben. Aber das bringt eben diesen Groove, weil das wie in der Big Band gespielt ist. Ich glaube, Big Band ist auch so den Begriff, den wir hier insgesamt ganz gut nutzen können, weil das so das Ganze gut umfasst. Es klingt sehr Big Band-mäßig von der Spielart und Spielweise, aber nicht vom Klang. Was ist eine Big Band? Genau. Eine Big Band, bestes Beispiel für Big Band war, da habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen und nachgedacht, dass mir jetzt die Namen einfallen. Aber, wie hießen denn die großen?
So aus der Swing-Ära und so Red die, so Red Pack-mäßig mit Frank Sinatra, ja, der hatte auch mit aber sowas ist dann Big Band, ja, aber ich habe, wie heißt der nochmal? Goodman, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jimmy, nein. Ja, muss ich gleich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, stimmt, aber gut, dass du es nennst, weil von dem habe ich echt gerne Sachen immer gehört. Ich habe die gar nicht in meiner Playlist drin auf Spotify. Oh, es ist bald wieder Freitag. Dann kommen neue Songs in die Playlist. Meine Weekly Top 20 Playlist unten verlinkt, nicht vergessen, lohnt sich auf jeden Fall, sind immer neue Sachen drin, aber auch alte Sachen wie Benny Goodman. Oh! Oder? Hieß das so? Keine Ahnung. Ich hoffe es. Lasst mich mal parallel hier ganz kurz gucken. Auf jeden Fall ist es gut. Und du kannst analysieren. Ist es gut, dass mir das gerade einfällt, weil ich den schon lange nicht gehört habe und sehr lange gehört habe. Das war schon echt geil. Ja. Na, okay. Genau, und dann so Benny Goodman. Und dann so die Snare-Sounds und sowas, die klingen sehr 80s-mäßig, lustigerweise. Weil das so ein mäßig, so halb digital, weißt du, so. Ja. Ja. Das ist schon geil, hier dann so mehrstimmig, alle auf einmal dann Breakthrough singen. Breakthrough. Ja, ist halt nicht die Muttersprache, Mensch. Nee, aber klingt trotzdem mega geil. Breakthrough. Allein von der Mehrstimmigkeit ist es mega geil. Auch weil er die Instrumente kurz aussetzt und die Stimmen dann so ein bisschen alleine sitzen dürfen. Auch mega geil. Geiles Set, so pink beleuchtet. Da ist die Wand tatsächlich pink und dann mit den Kakteen davor. Weil so dieses Grün und Pink ist so ein geiler Kontrast. Ja. Ich habe gerade nur die Palmen gesehen. Ja, stimmt. Sieht voll geil aus. Mega. Das ist ja alles mehrstimmig, ne? Auch hier. Nee. Das ist bestimmt 3- oder 4-stimmig, ja. Also witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Sag mal lieber was zu den Kleidern oder zum Beauty-Gedöns. Das ist dein Job hier. Oh, ich habe meinen Job verwechselt. Aber echt. Okay, ja, hier ist es sehr viel weiß, sehr sparkly. Wenn man es genau genommen, guck mal, das könnten sogar extravagante Alternativen zu Wedding Dresses sein. Oh, stimmt. Ja, sehr sparkly, weil es sieht auch so, ist nicht so ein mattweiß, sondern so ein Crystal White, weißt du, es glänzt so ein bisschen und reflektiert und scheint. So ein bisschen perlweiß-mäßig, kann man das auch sagen? Ja. Voll, ja, stimmt. Gerade ihr Outfit, so mit dem Gürtel und dann dieses Schößchen noch. Schößchen. Ja. Das heißt so. C-Pop. Aber da merkt man halt wieder, wie direkt, also wie die dann doch im klassischen Songwriting dann sind, weil die so im C-Part dann wirklich dann so richtig auflösen. Das finde ich halt, deswegen finde ich ist K-Pop einfach so universell, also wirklich international. Ich finde das immer wieder schön, weil das wirklich dann so direkt das sind White Noise, Freunde, auf jeden Fall. Mit so ein bisschen, als ob da Glitzer. Genau White das, was Noise mit bisschen Glitzer. Genau das, was sie vorhin... White Noise mit ein bisschen Glitter oben drauf. Genau das, was sie anhatten, ist jetzt im Sound zu hören. Wieder Sprinkles. Was war das? Was war das? So. Ja. Aber ich glaube, das ist...
Alles klar. Also wenn du mal so einen Sound brauchst, weißt du, wen du anrufen. Du klingst wie kaputter Roboter. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wie die Federung von einem alten Traktor, wenn man da auf dem... Bist schon mal Traktor gefahren? Sitzt du immer auf dem Stuhl? Ja, natürlich bin ich schon mal Traktor gefahren. Ja, Bauern halt. Vielleicht kenne ich den Sound deswegen so gut. Ja, es fing hier an, ne? Aber ich glaube, das überläuft dann in so einen richtigen Sound, warte. Ja, das macht eine... Das macht's eigentlich. Und dann kommt wieder ein Riser. So viele verschiedene Riser-Songs. Oh, der so ein bisschen nach Teapot klingt. Ja. Ja, der ist mir so ein dumpfes. So ein ja, ich kann das nicht so gut kontrollieren. Das ist halt wirklich geil. War da eine Gitarre? Nee, das ist ein Synthesizer. Oh. Aber so ein richtiger Saw wahrscheinlich. Also ich denke, das ist ein Säbelzahn-Synthesizer. Also die Form. Säbelzahn-Synthesizer. Der, genau. Was? Ja, die Wellenform eben so Saw-mäßig geht. Säbelzahn. Und deswegen so einen sehr direkten Anschlag hat. Und dann aber auch kaum Ausklang hat, also wirklich sehr kurz ist und das dann richtig on-beat, so fast so wie die Blazer vorhin gespielt haben. Und dann wieder Offbeat reingehen. Und das macht es so mega groovy, auch hier noch. Stimmt. Und die haben auch die gleiche Melodie. Ja, und die haben auch so ein bisschen ich sag mal 8-Bit-Sound. Also so ein bisschen, wo die, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, wo die Nintendo? Ja, so ein bisschen Nintendo-mäßig, genau, Gameboy-mäßig, wo halt die Qualität, also die Auflösung runtergeschraubt wird, die Resolution von dem Sound, so dass die Wellenform einfach nicht mehr so fein aufgelöst ist, dass man dann quasi wirklich Rundungen hat, sondern das kann man sich bei der Waveform sich auch genauso vorstellen. Boah, sind wir schon über eine halbe Stunde? Nee. Gott, wir haben hier viel zu viel geredet. Was ist mit der... Hallo? Da sind wir wieder. Ist jetzt eine Latenz drauf? Hallo, ja. Dass da eben von diesem runden, flüssigen dann so kleine Kästchen dann immer mehr entstehen, sozusagen. Pixel. Ja, wie Pixel und dann dadurch, dass dann mehr Pixel drin sind, ist es dann weniger aufgelöst und das hört man dann tatsächlich auch. Verpixelt mit 8-Bit. Ja, ja. Um es bildlich auszudrücken. Ja. Ja, eigentlich schon. Nicht ganz zufrieden, aber eventuell könnte man es jetzt man könnte es nur fürs Verständnis, könnte man es eigentlich schon so. Es ist wie verpixelt, ja. Also eine schlechtere Qualität sozusagen, aber man benutzt das eben bewusst. Das macht man ja beim Video auch gerne mal, so Glitch-Effekt-mäßig, dass das dann einfach irgendwie eben so klingt, dann so, dass dann den Charakter aus irgendeiner Zeit zum Beispiel. Auch geil, wie immer jeder so seinen Moment dann auf jeden Fall auch kriegt. Ja. Und dann richtig mit der Kamera spielt. Ich überlege gerade, ob sie hinten ein Fendi-Shirt anhat mit den Augen. Hä? Meinst du? Das sind Cutouts, oder? Ich glaube auch. Gerade war das Licht so gelb, da sah es aus wie Augen. Sorry. Da ist auch dieses... schon zweimal jetzt, ne? Rechts. Auf dem rechten Auge. Dieses, Nein, nun. Ach so. Ah! Ach so, das habe ich schon... Ja. Das ist vorher auch schon. Hier nämlich. Also einmal links und dann rechts.
rechts. Nur rechts. Cool. Voll, Alter. Mega. Gefällt mir besser als Fancy. Ja. Aber wie alt war Fancy? Fancy war aber auch nicht so alt, oder? Nee, war das nicht auch neu? Ja. Das war so es gefällt mir aber auch viel besser. Also fancy. Ja. Ja. Aber hier siehst du auch an der Typo so ein bisschen, schon so 80s-mäßig, ne? Ja. Ja, haben die tatsächlich dann, also geile Nummer, echt Wahnsinn. Nicht die Typo wie vom Beverly Hills Hotel? Beverly Hills Cop, meinst du? Nee, Beverly Hills Hotel. Ach so. Haben die das auch so? Ja. Beverly Hills Cop, das B ist auch so ähnlich. Ah. Mäßig, oder? Mhm. Ja. Fette Nummer, ey. Kann man echt nichts anderes sagen. Gerade der hat auch ein bisschen 80s-Vibe, einfach weil es so ein Synthesizer ist, der so dieses Sound-mäßige und warme, ist schon cool. Aber der hat halt mega Groove schon. Dun. Weil er halt auch wirklich immer Pausen dazwischen hat, die wirklich leer sind und das erzeugt einfach diesen Groove und diese Spielweise. Voll cool. Hammergeil. So ganz viele kleine Soundeffekte wieder drin. Ich möchte sie jetzt nicht alle hier rauspicken und benennen, aber hört einfach mal genau hin, da sind ganz, ganz viele. Sehr geil, okay, ja, war schon wieder genug, glaube ich, und viel zu viel, aber hast du noch was Schönes, Nettes zu sagen? Soll ich nochmal gucken, wie Beverly Hills Cop aussieht, während du den Beverly Leuten Hills sagst? Hotel kannst du. Nicht für Beverly Hills Cop. No, nicht Videos. Bilder. Nee, hä? Sieht gar nicht so aus. Ja, mach mal Hotel. Aber war das nicht irgendwo so geschrieben? Ich glaube, im Film kann das sein. Ja. Nee, nicht wirklich. Ja, Leute, woran hat uns das erinnert? Naja, vielleicht wisst ihr ja, von welcher Typo das kam. Das war's auf jeden Fall nicht. Das war's auf jeden Fall nicht, aber... Und Beverly Hills Cop auch nicht. Beverly Hills Cop auch nicht, wobei Beverly Hills Cop... Also ich habe Sign Beverly Hills Cop... Kann ich Typo eingeben? Kommt da irgendwas? Die ist ja komplett anders, aber wie komme ich denn drauf? Wahnsinn. Naja, okay, gut, Leute. Dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Hä? Keine Ahnung, ich wollte irgendwas machen. Wir haben am Anfang nicht geklatscht, das muss ich jetzt nachholen. Ja, aber ich dachte, ich probiere mal was Neues aus an alle, die sich vielleicht gewundert haben, damit wir einfach schneller reinkommen in die ganze Geschichte und ihr euch nicht so lange irgendwie aufhalten müsst. So, alles andere an Informationen stehen unten drin. Ihr wisst es Bescheid, wenn ihr irgendwas sucht. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren und Glöckchen anmachen. Denn sonst... Ja. Deswegen habe ich sie hier sitzen. Ihr wisst warum. Das ist die beste Werbung, die man haben kann. Wenn eine junge Dame neben einem sitzt und bei Glöckchen an ihren Glöckchen spielt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Links unten in der Videobeschreibung bei den Glöckchen. Deine Links, ach egal.